Wir haben lange überlegt, ob wir ihn verkaufen sollen, weil wir auch die Überlegung haben, ein neues Fahrzeug uns zuzulegen. Woher habt ihr eigentlich so viel Geld? Wie geht's weiter in der Zukunft? Im Mai haben wir auch unser allererstes Community-Treffen. Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt mit YouTube Geld verdient haben. Was passiert mit Groot? Neue Projekte, Wohnung, Haus. Auch wenn wir ungern über Sachen sprechen, die noch nicht fertig sind. Aber da sind wir schon seit längerem dran und da wird es was geben in der Zukunft. Da wird es was geben, wir müssen es nur langsam mal fertigstellen. Cheers! Und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Diese Woche gibt es ein Q&A, Fragen und Antworten. Eure Fragen, unsere Antworten. Yes. Es sind einige Fragen eingetroffen, sowohl unter den letzten Videos als auch auf unseren Fragesticker, den wir sowohl auf YouTube als auch auf Instagram gepostet hatten. Es sind sehr viele Fragen. Wir wissen nicht, ob wir alle unterbekommen, aber wir versuchen auf alle groben Oberthemen einzugehen. Und Falls Fragen offen bleiben, haut's einfach unten in die Kommentare, dann nehmen wir das wieder mit auf, entweder für den Podcast oder wir beantworten es in den Kommentaren. Und bevor es jetzt direkt losgeht, frohe Ostern! Stimmt, frohe Ostern. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht kommt ihr gerade vom Osterbrunch oder guckt es zum Osterbrunch oder guckt es nach Ostern und wir hoffen, ihr hattet schöne Ostertage mit Familie und Freunden. Yes. So. Falls tatsächlich noch andere Fragen offen bleiben, wir haben auch schon Q&As während unserer Reise, vor unserer Reise aufgenommen. Wir verlinken das unten. Schaut doch da nochmal rein, falls ihr Themen vermisst. Yes. So, und jetzt direkt rein, weil es sind wirklich viele Fragen geworden. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu beantworten. Deswegen starten wir direkt mit der ersten Frage. Korrekt. Wir haben es in Blöcke eingeteilt und der erste Block geht um unsere Reise, die Panamericana. Und es geht direkt spannend los. Und zwar, was hat unsere Reise gekostet? Ja, gute Frage. Wir haben das sehr grob mal überschlagen, weil wir es nicht so komplett nachgehalten haben, wie vielleicht so manch anderer, der das macht. Wir geben so ungefähr im Monat 2.000 Euro aus oder haben ausgegeben und so grob überschlagen mit allem drum und dran sind wir auf eine Zahl von 90.000 Euro gekommen. Klingt irgendwie viel. Ist es auch. Ist es auch, aber es ist halt auch über einen großen Zeitraum von über 2,5 Jahren. Wir haben da jetzt komplett Nord- und Südamerika mit reingenommen. Und es war halt ein Zeitraum von 2,5 bis knapp 3 Jahre. Genau. So. Genau. Gibt es, glaube ich, nicht so viel dran noch mit hinzuzufügen. Du hast die 2.000 Euro Lebenshaltungskosten im Schnitt schon gesagt. Das sind für 2 Personen und Hund. Genau. Und dann kommen halt einfach noch so extra Kosten hinzu wie Verschiffung, Werkstatt, Versicherung. Ja, alles, was so ein bisschen außer der Reihe da noch zukommt. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr grob überschlagen von uns. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie man reist, wie weit fährt man, wie lange bleibt man an welchem Ort, wie viel Besichtigung macht man, wie oft geht man essen und all solche Sachen. Wie groß ist das Fahrzeug? Genau, ja, auch ein Riesenpunkt. Wie viel verbraucht das Fahrzeug ist wirklich ein sehr, sehr großer Punkt in so einem langen Zeitraum. Aber ja, so ungefähr unsere Zahl. Ja, und je größer das Auto, desto teurer auch die Verschiffung. Auch richtig. Okay. Nächste Frage. Es geht um Versicherung. Wollen wir direkt die Versicherungsfrage? Okay. Ja. Wie war es mit der Versicherung fürs Auto in Südamerika und was hattet ihr noch an Versicherung für diese Reise abgeschlossen? Insgesamt haben wir eine Langreise-Reisekrankenversicherung abgeschlossen. Genau. Für den gesamten Zeitraum unserer Reise und zwar bei der Ergo, die Young Travelers, die vor unserer Reise und während unserer Reise mit die besten Konditionen hatte. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Man muss da immer den aktuellsten Stand prüfen. Wir verlinken unsere Versicherung einmal unten. Genau, für unseren Van haben wir pro Land immer jeweils eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Vollkasko gibt es eigentlich auf der gesamten Reise so gut wie nicht. Und wenn dann auch nur sehr teuer und mit sehr verknüpften Bedingungen, also von Autoalter bis, keine Ahnung, Ausstattung. Ja. Wir haben uns dann immer für die Haftpflichtversicherung entschieden und genau, das ist eigentlich immer sehr individuell pro Land abschließbar. Was man noch dazu sagen kann, ist,
wie bei fast allen Dingen ist Nordamerika deutlich teurer als Südamerika. Das betrifft sowohl die Krankenversicherung, wenn ihr da Nordamerika mit reinnehmt, ist es deutlich teurer, als wenn ihr nur die anderen Länder bereist. Ja, und bei der Autoversicherung ist es genauso. Du hast, glaube ich, schon gesagt, in Südamerika kann man das pro Land einzeln machen. Es gibt auch eine Autoversicherung, die ein paar Länder zusammenfasst. Das ist nicht wirklich günstiger, aber es ist ein bisschen komfortabler. Ansonsten kann man das immer beim Grenzübertritt direkt mit abschließen. Ja, wir verlinken die auch nochmal, die wir hatten, unten einfach in der Beschreibungsbox. Das wird aber eine lange Beschreibungsbox, wa? Ja, dieses Mal eine längere Beschreibungsbox. Ja, dann könnt ihr euch das selbst nochmal aneignen, weil es sich einfach auch monatlich ändern kann, wenn nicht sogar wöchentlich gefühlt. Genau. Zusätzlich dazu hatten wir noch eine Hundehaftpflichtversicherung mit abgeschlossen, und also eine internationale. Und ja, das waren eigentlich schon unsere Versicherungen. Ja. Alles nicht günstig, aber notwendig. Yes. Würdet ihr die Panamerikaner nochmal von Norden nach Süden reisen oder andersrum? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so relevant. Irgendwie, wir haben schon oft drüber geredet, irgendwie beides hat seine Vorteile. Es gibt eigentlich keine Nachteile, obwohl man jetzt von Norden nach Süden oder andersrum reist. Natürlich muss man ein bisschen das Wetter beachten. Allerdings in meinem Kopf, ist ein bisschen komisch, für mich muss es von Nord nach Süd sein. Ich weiß nicht warum. Bei dieser Reise habe ich die ganze Zeit gesagt, ich möchte gerne das Patagonien und das Ende der Welt, der südlichste Ort. Das muss irgendwie das Ziel sein. Keine Ahnung warum. Das ist auch nur meine eigene persönliche Meinung. Reisetechnisch weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Vor- oder Nachteile gibt. Das ist irgendwie nur persönliches Empfinden. Also für mich von Nord nach Süd. Ja, also ich glaube für uns beide, ich schließe mich da auch an. Irgendwie war Ushuaia so als südlichste Stadt der Welt, ist einfach irgendwie ein schönes Ziel. Ja. Hat sich im Kopf gut gemacht. Auch wenn Chile jetzt mittlerweile eine andere Stadt als südliche Stadt der Welt geclaimt hat. Ja, aber irgendwie ist es, ja, und weil von dort auch diese Antarktika-Expeditionen losgehen, die wir leider nicht machen konnten. Aber ja, irgendwie ist es ein schönes Ziel. Von Süd nach Nord ist aber wahrscheinlich auch irgendwie eine tolle Erfahrung und die Möglichkeit, in Kanada ein Work-and-Holiday-Visa vielleicht noch dran zu hängen, wenn man das Budget nicht mehr hat, um dann da zu arbeiten und vielleicht auch ein Jahr zu bleiben, finde ich irgendwie auch eine schöne Option, was jetzt so von Süd nach Nord sprechen würde. Aber ich glaube, es nimmt sich nichts, ob man von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord reist. Es ist persönliches Empfinden wahrscheinlich. Ja, es ist wahrscheinlich. wirklich persönliches Empfinden. Es gibt keine Vor- oder Nachteile, in welche Richtung. Deswegen, wir würden auf jeden Fall wieder von Nord nach Süd reisen. Ja. Okay, welches Equipment würdet ihr sagen war gut? Was hat gefehlt? Was war total überflüssig? Gute Frage. Beantworten wir extrem ausführlich und gut in unserer Roomtour, die wir gerade vor kurzem erst gedreht. Es ist auch schon ein bisschen her, aber es ist noch gar nicht so lange her, wo sie online gegangen ist. Ja. Da sind wir einmal durch unseren ganzen Van durchgegangen, alles, was wir mitgenommen haben, was wir dabei hatten, und dadurch, dass es nach 4 Jahren erst unsere Roomtour war, haben wir eben schon sehr, sehr viel Erfahrung gehabt, was gut war und was nicht so gut war, und schaltet da einfach mal rein und guckt mal, was da für euch passt und was nicht. Wir geben halt so Erfahrungswerte, was sich gelohnt hat. So auf die Schnelle, um mal 2, 3 Sachen nur zu nennen, wirklich nur ganz kurz ist, was wir auf jeden Fall mitnehmen würden, ist helle Strahler vorne. Also das Licht darf wirklich richtig, richtig hell sein. Das haben wir sehr, sehr oft benötigt und das hat uns sehr, sehr geholfen. Dann würden wir auf jeden Fall wieder, was heißt wieder, wir würden das nächste Mal einen Fan, also einen Ventilator oben in die Decke mit einbauen, was wir nicht hatten. Und hast du noch eins, was dir jetzt sofort einfällt? Ich bin ziemlich froh, dass wir nochmal Stoßdämpfer aufgerüstet hatten vor unserer Reise. Ja. Da haben wir doch echt von einigen Reisenden Probleme gehört, die dann unterwegs irgendwie brechen oder kaputt gehen. Ja. Ja, da bin ich ziemlich froh, dass wir da nochmal in gutes Equipment investiert haben und Allradreifen. Alltere Reifen. Alltere, nicht Allradreifen, oh Gott. Alltere Reifen. Ich glaube, die Marke ist da irgendwie unrelevant. Wir haben BF Goodrich und wir hatten wirklich keinen einzigen Platten. Ja. Ich glaube, diejenigen, die einen Platten hatten, also kann auch mit Alltere Reifen passieren.
aber es ist Ja, auf jeden also Fall... für die Strecke, die wir gefahren sind, ist es absolut notwendig, dass man solche verstärkten Reifen hat, weil man einfach in so viel Schlaglöcher fährt, in so viel Steinen und Ecken hängen bleibt oder so. Also da sollte man schon mit guten Allterra-Reifen unterwegs sein und die Reifen sind einfach das Wichtigste an deinem Van, wenn du da unterwegs bist. Ja, und sie sind auch nochmal anders der Temperatur strapazierbarer. Also sowohl Hitze als auch Kälte. Ja. Man durchfährt einfach so viele unterschiedliche Klimazonen. Ja, finden wir einfach ein Muss. Und ansonsten, wie gesagt, Roomtour einschalten. Da einfach hiernach mal reingucken. Überflüssiges, meistens im Kleiderschrank. Ja. Also da lohnt sich nochmal das Video von mir, wo ich über meinen Kleiderschrank rede. Ich glaube, da ist bei einigen Reisenden, die sagen würden, das war überflüssig. Das kann gut sein, ja. Okay, jetzt nochmal so ein gefühltes Thema. Was war unser geheimes Highlight der Panamericana, abseits der bekannten Spots? Für mich ist es immer schwer, einen Ort rauszunehmen. Mir fällt immer bei sowas, was war das Highlight, weil man das ja oft gefragt wird, sind es für mich einfach die Bekanntschaften. So wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, schon in Kanada natürlich, die Kanadier. Wer uns schon länger begleitet auf der Reise, der weiß es natürlich, dass wir da ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt haben, mit denen wir immer noch im regen Austausch sind. Also ganz, ganz schöne Erfahrungen da gemacht und auch natürlich alle anderen Leute, die wir getroffen haben, mit denen wir gereist sind. Und ich habe auf jeden Fall einen Spot. Ja, die Frage war ja nach einem Ort und ich glaube, wir haben einen ähnlichen oder den gleichen Spot. Bei mir ist es ein ganz spezieller und zwar, sag du zuerst. Also mir würde tendenziell als Land Bolivien rausstechen. Als absolutes Highlight, da hatten wir eine richtig gute Zeit. Und da im Speziellen, abseits von den bekannteren Pfaden, der Sahama Nationalpark. Irgendwie das war sowieso ein besonderer Ort für uns, weil wir da so ein bisschen runterkommen konnten. Ja. Aber ja, irgendwie diese Landschaft um diesen riesigen Vulkan herum mit den heißen Quellen und den Tieren, die man da spotten konnte und wir wirklich, außer die Einheimischen, die da so in kleinen Dörfern gelebt haben, ziemlich alleine waren, ja. War das auf jeden Fall eins meiner absoluten Highlights. Ja, das hätte ich jetzt eben auch gesagt und im ganz Speziellen diese heiße Quelle, dieses heiße Bad, in dem wir da sehr, sehr gut entspannen konnten, mit Blick auf den Vulkan in einer traumhaften Landschaft. Wunderschön und das ist mir komplett hängen geblieben, weil es so naturbelassen geblieben ist und einfach kein Mensch außer uns. Na gut, wie du gesagt hast, 2, 3 Locals waren auch da, aber wir hatten auch die Möglichkeit, da ganz alleine reinzugehen, als die weg waren und ja, traumhaft schön. Und das ist wirklich ein Spot, der vielleicht nicht bei jedem auf der Liste steht. Ja, ist ein kleiner Umweg. Lohnt sich aber. Ja. Okay, jetzt nochmal eine kleine Faktenfrage. Und zwar, könnt ihr vielleicht über Visa in den einzelnen Ländern was erzählen? Wir als Deutsche haben, glaube ich, eine sehr privilegierte Situation, weil wir mit unserem Reisepass eigentlich so gut wie in jedes Land einreisen können, ohne ein spezielles Visa beantragen zu müssen. Also Reisevisen sind... Wiesen? Was ist Visas? Das ist ein neuer Plural. Die Reisewiesen. Sind so gut wie auf jedem Kontinent für uns möglich. Für Kanada und USA muss man einmal ETA und ESTA beantragen, was so ein wie nennt man das? Check-up. Ein Vor-Check-up ist von den Ländern, damit man eben dieses Reisevisa bekommt. Das ist aber nur eine reine Formalität, also es hat nichts mit Interview oder Konsulat zu tun, sondern ihr füllt das einfach online aus, bekommt dann online Bescheid, ob ihr mit dem Reisevisum einreisen könnt oder eben nicht. Aber ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle bekommt man eine Zusage. Also naja, jetzt weiß ich es nicht mehr, wie es aktuell aussieht. Kann man natürlich schwer einschätzen. Ja, wie es aktuell aussieht, ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also für die USA, für Kanada würde ich sagen, gilt immer noch das ETA so wie davor, alles super entspannt. Wir haben bei jedem Grenzübergang gab es nie Probleme. Die sind dann auch mehrere Jahre gültig. Und alle Länder, die südlicher kommen, ist man einfach an der Grenze vor Ort. Ja. Bekommt man das Reisevisum. Wir wurden selten gefragt, was wir im Land wollen, was wir im Land machen. Es war immer sehr offensichtlich, dass wir Touristen sind. Ja, das Einzige, was zu beachten gibt, ist die Dauer des Visums, wie lange das gilt.
In den meisten Fällen ist es, glaube ich, 90 Tage. Das hat für uns eigentlich überall gereicht. In den USA und Kanada konnten wir auch also über Land ein- und ausreisen und haben neue Visa bekommen. Das ist aber auch wieder alles individuell. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, für Nordamerika muss man sich einmal vorher ein bisschen schlau machen, dass man die Ester und ETA vorher schon einreicht sozusagen, und alle anderen Länder war es bei uns so, dass man es an den Grenzen direkt bekommt. Genau. 90 Tage ist der Schnitt. In Kanada sind es 6 Monate, in Argentinien und Chile sind es auch wieder jeweils 6 Monate. Ja, genau, vielleicht sogar länger, ja. Genau. Okay, Panamerikaner-Blog geschlossen. Als nächstes... Wie gesagt, immer wenn noch Fragen sind, die wir jetzt vielleicht nicht mit draufnehmen konnten, einfach unten in die Kommentare hauen. Antworten wir sehr gerne noch drauf. Ja. Finanzen. Wie finanziert ihr euch die ganze Reise und woher habt ihr so viel Geld? So viel. Das fand ich einen schönen Kommentar, den wir mal hatten. Woher habt ihr eigentlich so viel Geld? Ja, also ja, schön wäre es, wenn wir so viel Geld hätten. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Aber naja, wir haben vor der Reise über mehrere Jahre sehr viel gespart. Ja. Einfach. Das war der Start unserer Reise. Ich würde da tatsächlich noch eine andere Frage mit reinnehmen, was wir vorher gemacht haben beruflich. Und zwar haben wir beide als Projektmanager im digitalen Bereich gearbeitet. Basti für ein Telekommunikationsunternehmen, ich in einer Agentur. Ich würde sagen, mittelhohes Gehalt. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einstufen soll. Und ja, haben einfach jeden Penny gespart, den wir zur Seite legen konnten. Die Reise war absolut höchste Priorität für uns. Wir haben uns einen bestimmten Betrag immer monatlich überwiesen auf ein gemeinsames Konto. Und das, was dann überblieb, hatten wir dann noch für uns. Ja. Aber der Betrag ging auf jeden Fall immer ab. Und so konnten wir uns auf das ansparen, was wir für die Reise gebraucht haben. Ja, gut reingespielt hat da noch, dass wir fast ein Jahr lang während der Corona-Zeit von zu Hause aus arbeiten konnten. Durften in der Zeit bei Svennys Eltern wohnen und hatten deswegen auch keine Mietkosten und konnten wirklich sehr, sehr viel Geld. Nochmal viel Geld sparen in dem Jahr. Und ansonsten, finanzieren wir uns über YouTube. Das, was wir jetzt gerade hier machen, das, was quasi unsere neuen Berufe sind. Ja. Man könnte vielleicht da sogar noch die Frage anschließen, könnt ihr euch wieder vorstellen, zurück in einen Office-Job oder an ich glaube, das war Schreibtischjob in der Frage. Ja, wir haben ja einen Schreibtischjob teilweise ab und zu mal. Ich glaube, man unterschätzt das oft, wenn man es so in den Videos sieht, weil wir natürlich wenig zeigen, was im Hintergrund passiert. Und wir sehr viel am Laptop, sehr viel am Schreibtisch sitzen. Vielleicht nicht am klassischen Schreibtisch im Büro, aber... Ja, also es fällt auch viel Zeit auf Laptop-Arbeit, die wir auch darin haben. Aber ja, also wie finanzieren wir uns das über YouTube? Das ist unser Job. Das machen wir jetzt auch gerade zum Beispiel hier in Island. Und so haben wir uns die Reise auch schon unterwegs finanziert. Wären wir nur vom Ersparten gereist, dann wäre die Reise deutlich schneller zu Ende gewesen. Die Einnahmen werden generiert über die Werbung, die ausgespielt wird, die euch in den Videos angezeigt wird, die YouTube ausspielt. Und natürlich die Kooperation und Integration, die wir selber mit Unternehmen aushandeln. Deswegen da ist auch relativ viel Arbeit immer im Hintergrund, was man alles nicht sieht. Und zusätzlich gibt es auch noch Aufträge von Unternehmen, wo man zum Beispiel mal Videos für Produkte dreht oder Fotos schießt und die quasi nur für die Unternehmen, die gar nicht für YouTube oder so sichtbar sind, sondern eben die Unternehmen für sich nutzen. So kommen eigentlich die Einnahmen hauptsächlich über YouTube zustande. Ja, oder eben über passives Einkommen, wo wir zum Beispiel Affiliate-Links mit im Video oder in der Beschreibungsbox oder irgendwo verlinkt haben, worüber ihr entweder einen Rabatt bekommt oder und wir dann halt eine kleine Provision dafür bekommen. Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt mit YouTube Geld verdient haben. Das ist auch immer noch nicht sehr, sehr viel, aber wir versuchen das natürlich immer weiter aufzubauen. Und da seid ihr natürlich auch gefragt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren und damit eben unsere Arbeit unterstützen, dass wir das länger machen können und vielleicht auch weiterhin verfolgen können. Genau. Also Videos liken und Kanal abonnieren hilft den YouTubern, die ihr gerne schaut, sehr bei der Arbeit. YouTubern.
Habe ich YouTubern gesagt? Ja. YouTubern. Vielleicht wollte er es Creator sagen, aber dann habe ich mich auch für YouTuber entschieden. Okay. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Und neben Affiliate kann man auch noch uns unterstützen, indem man ein Patreon wird. Patreon ist eine Website, wo ihr uns einfach nochmal finanziell unterstützen könnt und auch nochmal ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen könnt. Da posten wir regelmäßig, was gerade aktuell so bei uns los ist, teilen Videotagebücher und einfach nochmal ein bisschen mehr up-to-date, was gerade so Phase ist. Im Mai haben wir auch unser allererstes Community-Treffen mit den Patrons. Da freuen wir uns schon sehr drauf, um uns mal persönlich kennenzulernen. Genau, das ist einfach nochmal so ein... Das war in Südamerika noch etwas schwieriger. Ja, das war ein bisschen schwieriger in Südamerika und da fiebern wir auch schon die ganze Zeit drauf hin, da auch mal persönlich in den Kontakt zu kommen. Genau, wer da Interesse hat, uns über den Weg noch zu unterstützen, schaut doch gerne mal da vorbei. Was vielleicht jetzt da auch noch mit rein spielt, wie uns die Reise geprägt und verändert hat. Ja, also verändert in dem Sinne, dass wir uns beruflich ein bisschen neu orientiert haben. Eben, dass wir nicht mehr, wenn wir zurückkommen, in diesen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diesen klassischen 9-to-5 im Bürojob vorstellen können. Und würden gerne diese kreative Arbeit, die wir jetzt machen, die wir vorher beide nicht hatten, die uns einfach wahnsinnig viel Spaß macht, würden wir gerne kreativ weiterarbeiten. Und das, glaube ich, ist so die größte Veränderung bei uns im Leben durch diese Reise, weil da haben wir eben gemerkt, wie viel Spaß uns das macht. Ja. Wie anstrengend das auch ist und wie viel Arbeit das ist. Darf man nicht unterschätzen. Genau. Und ich glaube, wenn es uns auch nicht so viel Spaß machen würde, dann würde es sich auf jeden Fall finanziell nicht so sehr lohnen. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Shift, der bei uns auf der Reise passiert ist. Und ich glaube, im Einzelnen und im Kleinen hat uns die Reise schon auch noch nachhaltig verändert, die sich so im Laufe der kommenden Entscheidungen bestimmt zeigen werden, wir jetzt aber nicht so im Detail benennen können. So. Ja. Next. Ich glaube, über diese Frage könnte man jetzt auch Ewigkeiten eine halbe Stunde lang drüber reden. Ja. Machen wir vielleicht nochmal im Podcast oder so. Der nächste Blog sind 2 Fragen zum Hund. Generell haben wir zu Vanlife mit Hund ein Video gemacht, schon vor längerem, wo wir so ein bisschen darauf eingehen, wie es ist, mit Hund auf engem Raum zu leben. Die beiden Fragen gehen jetzt speziell darauf oder zielen speziell darauf an, wie wir Peppy auf so einen langen Flug vorbereitet haben und wie das Reisen in den USA und Kanada generell mit Hund ist. Ich würde das jetzt einmal ganz kurz anreißen, aber ich glaube, das Thema kann man nochmal speziell behandeln. Wir haben auch in einem Podcast mit Tommy und Hannah schon mal länger drüber gesprochen, wie es ist, mit Hund zu reisen. Also wer da nochmal reinhören möchte, da gehen wir auch nochmal viel detaillierter drauf ein. Wir haben Peppy darauf vorbereitet. Und zwar muss Peppy mit ihrer Größe, also bis 8 Kilo, kann der Hund mit im Passagierbereich sein. Alles, was drüber ist, muss unten in den Frachtraum, in den klimatisierten Bereich des Frachtraums. Und da ist sie in einer Flugbox. Die Flugbox muss man selbst besorgen. Die haben wir auch schon relativ früh besorgt und haben sie zu Hause aufgestellt. Und das war dann quasi schon zu Hause ihr Rückzugsort, ihr Platz, wo sie geschlafen hat, sich ausgeruht hat, gefressen hat. Also wir haben quasi den Ort zu ihrem Lieblingsort gemacht. Und damit sie sich einfach im Flieger da drin auch wohlfühlt. Am Flugtag selbst haben wir natürlich darauf geachtet, dass sie vorher gut ausgelastet wird. Und dann, ist es nichtsdestotrotz trotzdem Stress für den Hund und auch für die Besitzer. Also wir waren genauso gestresst, glaube ich, wie Peps auch. Es ist keine schöne Erfahrung, sowohl für Hund als auch Mensch. Aber es war einfach notwendig. Und was wir noch gemacht haben, weil wir auch oft gefragt werden, bekommt der Hund irgendwie Schlafmittel oder irgendwas, Beruhigungsmittel oder sonst irgendwas. Das ist alles nicht erlaubt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach T-Shirts von uns mit in die Box gelegt, dass sie zumindest die bekannte Gerüche irgendwie in ihrer Box mit hat. Ja. Und wir haben beim ersten Flug dieses Training relativ lange gemacht. Ich meine sogar fast 2 Monate haben wir trainiert. Und ich habe das Gefühl, das hat sehr, sehr geholfen für den Rückflug, weil wir da eben diese Zeit nicht hatten und die Box, glaube ich, 5 Tage vorher hatten, aber schon vom ersten Tag ist sie sofort in diese Box rein und hat das Gefühl gehabt, dass sie da drin safe ist. Also ich glaube, das erste Mal Training mit dieser Box
kann fast nicht lang genug sein. Also das kann für zukünftige Flüge dann auch extrem helfen. Da haben wir auch echt 2-3 Monate sogar im Voraus damit angefangen. Ja. Also da lohnt sich echt früh anfangen. Ja. Mehr, desto weniger. Genau, und generell mit Hund in Kanada und auch in den USA. Man kann sich eigentlich so ähnlich vorstellen wie auch in Deutschland. In Nationalparks sind oft Hunde verboten. Man kann sie aber mit reinnehmen. Auf dem Parkplatz und auf öffentlichen Straßen und auch auf kleinen Wanderungen sind Hunde erlaubt. Es ist oft Leinenpflicht, viel öfter als in Deutschland, was vielen Hundebesitzern negativ aufstößt. Für uns ist das eher weniger ein Problem, weil wir mit unserer Hündin sowieso besser finden oder sie generell nicht so gerne fremden Hundekontakt hat und das dadurch einfach verhindert wird, dass mehrere Hunde immer auf sie zukommt. Also das war für uns eigentlich eher entspannter. Aber darauf muss man sich einstellen. Auch in Restaurants und Cafés und so sind Hunde eher weniger erlaubt. Meistens gibt es einen Außenbereich speziell für mit Hunde, wo man sich dann hinsetzen kann. Ja, aber das war es eigentlich schon auch an mehr Einschränkungen, als man die vielleicht auch in Deutschland hat. Ja. Okay, jetzt kommen ein paar technische Fragen. Ich brauche einmal ein Taschentuch, kurze Taschentuchpause. Kann weitergehen. Nächster Abschnitt sind technische Fragen zu unserem Equipment. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einen kurzen Fragenhagel mit dir und du kannst darauf antworten. Und zwar, wie sichern wir unsere Daten? Wir sichern, also jetzt auf der Reise, nehme ich mal an, war das da die Frage. Wir haben alle Daten auf externen Festplatten gesichert, haben keinen Cloud-Service genutzt, weil das für uns schwierig war, das immer hochzuladen am Anfang. Deswegen haben wir einfach viele externe Festplatten dabei, wo wir alles nur einmal gesichert haben und nach der Reise dann nochmal auf eine zweite Festplatte packen. Korrekt. Wie viele Datenmengen und Stunden haben wir mittlerweile gesammelt? Ungefähr. Boah, Stunden, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. In Datenmengen sind es ungefähr 60, 70 Terabyte Daten. Ungefähr. 70 Terabyte kommt schon, glaube ich, ungefähr hin. Okay, und wie viele Stunden Rohmaterial braucht man für 30-minütiges Video? Kann ich auch wieder in Stunden nicht sagen. Da kann ich auch nur sagen, es sind ungefähr 150 bis 200 Gigabyte pro Vlog, was wir ungefähr aufnehmen. Da kommt es auch immer drauf an, was für ein Video wir drehen. Also machen wir ein gezieltes Video wie das Q&A jetzt, wo wirklich ja, das ist natürlich sehr speziell. Sekunde für Sekunde quasi das Videomaterial benutzt wird. Ja. Oder machen wir einen Vlog, wo wir viel Naturshots haben und dann halt eben längere Sequenzen aufnehmen, wo dann vielleicht aber nur 1-2 Sekunden im Vlog zu sehen sind. Ja. Da kann man vielleicht nochmal so unterscheiden. Ja, also die Aufnahmen sind ungefähr 150 Gigabyte für einen Vlog und was bei rauskommt, sind dann ungefähr 4 Gigabyte für ein Video. Ja. Aber es ist natürlich auch anders komprimiert, also das ist schwer zu sagen. Okay. Viel, viel mehr ist die Antwort. Welches Videoschnittprogramm verwenden wir? Wir benutzen Final Cut Pro und Canva, würde ich sagen. Aber eigentlich für das Videoschnittprogramm ist es eigentlich ausschließlich Final Cut von Mac. Ja. Also Final Cut für die Videos und für so Reels und Kram. Auf Instagram ist es InShot, heißt das Programm. Okay. Dann, welche Ausrüstung haben wir dabei und wie viel Zeitbedarf nimmt es für eine Folge? Wir haben eine Fuji X-T4 Kamera. Wir haben eine GoPro 8. Wir haben ein Mikrofon-Setup von DJI, die wir hier, also so Bluetooth-Mikrofone. Wir haben ein Richtmikrofon auf der Kamera und wir haben eine DJI-Drohne. Das sind, würde ich sagen, so unsere Hauptaufnahmequellen, die wir für einen Vlog benutzen. Fast richtig. Die Mikrofone, die wir hier anstecken, sind keine Bluetooth-Mikrofone, sondern die haben einen Sender an der Kamera. Und die Drohne ist eine DJI R2S, weil du alle anderen sonst genannt hattest. Okay, sorry. Und natürlich unsere Handys, die wir noch benutzen, die aber kein schönes Bild machen. Das ist nur, wenn wir nichts dabei haben. Oder spontan irgendwas aufnehmen wollen. Also die benutzen wir wirklich sehr, sehr selten. Ab und zu sind mal Shots drin. Ja. Und für einen Vlog
Also wir filmen so 3-4 Tage die Woche für einen Vlog und da eigentlich tendenziell punktuell über den ganzen Tag, je nachdem, was wir geplant haben für Aktivitäten. Und zum Schneiden und Finalisieren des Videos würde ich sagen, sind es auch nochmal 2-3 Arbeitstage. Ja, Also auf jeden Fall. Also der Schnitt alleine auf jeden Fall 2 ganze Tage. Und bei den Videos kommt es eben ein bisschen drauf an, wenn wir nicht wissen, was wir machen, dann sind es wirklich, dass wir 4 Tage über den Tag immer wieder filmen. Wenn wir mal genau wissen, was wir für ein Video machen wollen, wie jetzt zum Beispiel die vergangenen Videos aus dem Schwarzwald, aus Hamburg oder aus der Pfalz, da schaffen wir das dann auch mal an 1 oder 2 Tagen irgendwie eine ganze Folge aufzunehmen, weil wir genau wissen, was wir filmen und wirklich sehr speziell eigentlich darauf dann arbeiten. Ja, also uns vorher einen Plan gemacht. Genau, und vorher eben dieser Plan, dieser Drehplan sozusagen dann schon steht. Ja. Was natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Also, natürlich. Zum Drehen schon immer 2, 3, 4 Tage und dann noch. Also eigentlich eine ganze Woche beansprucht so ein Video. Ja. Okay, nochmal eine ganz random Frage, die unter Sonstiges gefallen ist. Und zwar, was ist das für ein Aufkleber an der A-Säule mit wer ist dieser Lost Tim? Wo ist er denn, der Tim? Also ja, wir haben vorne an unserem Van an der A-Säule mehrere Aufkleber aufgeklebt und ich habe aus Versehen auf diesen Aufkleber einen anderen Aufkleber drüber geklebt. Obwohl man keine Aufkleber überklebt, liebe Leute. Nee, und eigentlich heißt der Kleber The Journal of the Lost Time. Und ich habe das E von Time überklebt, deswegen ist es seither The Lost Tim. Witzigerweise heißt mein Bruder Tim. Deswegen haben wir das so irgendwie ein bisschen assoziiert. Ja. Aber ja, eigentlich. Also Tim ist noch da. Ja, er ist nicht lost. Nee, er ist nicht verloren gegangen. Es ist nur die Zeit und es ist ein Reisemagazin von jemandem, den wir kennengelernt haben in Baja, California. Und so heißt das Magazin einfach. Korrekt. Okay. Witzige Frage. Ja, ist wirklich eine witzige Frage. Dann haben wir jetzt den großen Block, wie geht's weiter in der Zukunft. Da müssen wir sagen, sind die meisten Fragen eingetroffen und wir werden sie jetzt nicht einzeln beantworten, sondern im Allgemeinen drauf eingehen auf die Überpunkte und zwar einfach, ja, was sind unsere Zukunftspläne, haben wir schon ein bisschen Alltag, was passiert mit Groot, neue Projekte, Wohnung, Haus, Schreibtischleben haben wir schon ein bisschen. Aber da musst du jetzt doch mal einzeln auf was wir jetzt eingehen davon. Ja, wir starten einfach mal, ja, was passiert mit Groot? Ja, Groot bleibt. Erstmal. Wir haben lange überlegt, ob wir ihn verkaufen sollen, weil wir auch die Überlegung haben, ein neues Fahrzeug uns zuzulegen. Wenn wir ihn verkauft hätten, hätten wir es schon in Südamerika gemacht. Wir konnten uns aber nicht trennen, weil er und wir zusammen so viel erlebt haben. Er auch einfach unser Zuhause ist und es auch irgendwie schön war, ihn hier wieder in Empfang zu nehmen und jetzt auch schon ein erstes kleines Abenteuer hier in Deutschland mit ihm zu verbringen, war auch irgendwie schön. Ja. Ja, deswegen wird er auf jeden Fall erstmal Teil unserer Familie bleiben. Wir haben noch ein bisschen was dran zu tun. Das werden wir auch bestimmt in den nächsten Videos auf jeden Fall zeigen, denn wir haben zwar jetzt TÜV bekommen und es wurden so die wichtigsten Sachen wurden jetzt gemacht. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die wir auch gleich nochmal beantworten sollen, was wir jetzt für den TÜV genau machen mussten. Und danach wird es auch das eine oder andere Upgrade geben. Wir werden ein bisschen Sachen verändern am Fahrzeug und das werden wir natürlich auch nochmal zeigen. Haben wir schon ein paar Ideen, müssen uns aber auch nochmal genau überlegen, wie wir das alles machen. Aber erstmal wird Groot bei uns bleiben. Ja, auf jeden Fall. Verkauft wird er nur bei exorbitanten Mondpreisen, falls irgendjemand Interesse hat, einen viel zu hohen Preis zu zahlen. Wir sind eure Ansprechpartner. Nein, er bleibt. Okay, aber dann sag doch mal direkt, was wir für den TÜV haben machen müssen. Ja, also es gab ein paar grundlegende Sachen, also dieser normale Check-up natürlich, dann mussten wir die Feststellbremse, die Handbremse hat nicht mehr richtig funktioniert, die musste erneuert werden. Es mussten Bremsblöcke getauscht werden. Es hat sich, ich weiß leider nicht genau, was war, an der Achse gab es ein Gelenk, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das ist gebrochen. Zweimal. Ja, beiden Seiten. Das musste getauscht werden. Und eigentlich der wichtigste Punkt war der Dieselpartikelfilter, der musste wieder eingesetzt werden und neu einprogrammiert werden. Das war, glaube ich, so der teuerste Punkt. Den mussten wir in Südamerika ja ausbauen, weil wir auf den Höhen sonst nicht hätten fahren können. Ja.
Das ist jetzt alles wieder drin und ich weiß gar nicht, ob noch was fehlt. Es gibt noch kleinere Sachen, die wir jetzt selber machen können. Zum Beispiel das Rücklicht muss noch getauscht werden. Und was war es noch? Ja, also es war halt viel Kleinvieh, was auch Mist macht. Ja, so wie, keine Ahnung, Ölwechsel Ja, und lauter so Kleinigkeiten, die zur Instandhaltung des Vans. genau. TÜV-relevant waren wirklich der Dieselpartikelfilter, die Feststellbremsen, die Bremsklötze und das Gelenk, das gebrochen war. Das war alles TÜV-relevant. Ja. Das musste getauscht werden. Und der Scheinwerfer musste poliert werden, weil da zu wenig Licht durchgekommen ist. Ja, aber der, warum auch immer, der war von Anfang an schon sehr verblichen Ja. und hat jetzt dann auf der Reise halt einfach, ist noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, und da kommt auch ein neuer rein jetzt, weil der sowieso jetzt so schlimm aussieht und den anderen hatten wir schon mal getauscht. Das sieht auch gar nicht mehr schön aus. Ja. Ja, das sind die Sachen, die gemacht werden mussten. Das hat uns ungefähr 1.500 Euro gekostet. Alles, was jetzt noch so kleine Sachen sind, versuchen wir alles selbst zu machen. Dann nehmen wir euch dann mit, wenn auch die Upgrades anstehen. Ja, und es soll auch im Van auf jeden Fall auch noch Upgrades Ja, geben. genau. Oder muss instand gehalten werden. Ja. So, sagen wir es mal so. Ja, so ein kaputter Wasserhahn, der war halt nicht TÜV-relevant. Genau. Fragen zu Wohnung, Haus. Mhm. Wir werden nicht Vollzeit zurück in unseren Van ziehen erstmal, vor allem weil er einfach noch Upgrades benötigt und wir nicht auf einer Baustelle wohnen können. Wir haben das große Glück, dass wir bei meinen Eltern in eine Wohnung ziehen können und das auch relativ kurzfristig und spontan und da sind wir sehr dankbar für, Ja. dass es diese Möglichkeit gibt, weil wir uns, glaube ich, auch aktuell auf dem Wohnungsmarkt, so wie er im Moment aussieht, nicht gut schlagen würden, glaube ich. Schwierig, ja. Schwierig. Und ja, deswegen werden wir einfach erstmal in eine Wohnung ziehen und nebenher den Van wieder auf Vordermann bringen. Und dann werden wir uns aber, um ehrlich zu sein, von dem Gefühl leiten lassen, wie wir uns fühlen, was das mit uns macht, wenn wir mal wieder in so 4 Wänden wohnen, alleine. Weil man muss schon sagen, wenn wir irgendwie in eine Wohnung oder ein Haus bezogen haben, dann war es meistens zu Besuch und für kurze Zeit oder mal ein Airbnb. Also es war Ohne persönliche Sachen. Ja, ohne persönliche Sachen. Es war nie unseres. Und das wussten wir auch schon von Anfang an, dass wir das wieder ausprobieren wollen, wie das für uns ist, wie sich das anfühlt, ob das was für uns ist, dass wir Vanlife Teilzeit machen, also nicht mehr Vollzeit, sondern für Abenteuer losziehen, aber auch ein festes Zuhause haben. Ja. Und ja, Haus wird es auf jeden Fall nicht werden, das wäre zu groß für uns, aber das sind jetzt quasi die kurzfristigen. Ja, das sind ja auch Dinge, die wir gerade noch nicht beantworten können. So, Ja. also wir haben natürlich auch Ideen für unsere Projekte, wie es YouTube und eben in diesem Berufsstrang für uns weitergehen soll, weil wir das gerne machen möchten. Und da haben wir Projektideen, da gibt es ein paar Sachen und da müssen wir gucken, wie sich das alles untereinander vereinbaren lässt und von wo aus wir das eben gestalten wollen. So. Genau. Und ja, deswegen sind wir einfach sehr froh, dass wir die Wohnung beziehen können von meinen Eltern, um das für uns herausfinden zu können. Ja. Und uns jetzt nicht binden müssen Ja. an der Option. Genau. Und ja, ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, Projektideen, so, das war natürlich auch eine Frage, gibt es neue Projekte, was macht ihr genau? Wenn wir sagen, wir wollen YouTube weitermachen, dann wird es natürlich verschiedene Dinge dort zu sehen geben, natürlich auch weiterhin Reisen und Kurztrips, Abenteuer, das wird es alles, auch Ausbau. Wir haben ja auch, es gibt ja auch Überlegungen, die noch überhaupt nicht feststehen, wie zum Beispiel ein neues Fahrzeug. Es kann eben auch sein, dass wir einfach nochmal neu ausbauen. Dann wird es aber wahrscheinlich was komplett anderes als das, was wir mit Groot jetzt haben. Da wissen wir aber noch nicht, wie weit wir damit oder ob das umgesetzt werden kann und ob wir es machen wollen. Das sind so ein paar Ideen. Und dann gibt es ja noch eine weitere Sache, von der wir vielleicht schon ein bisschen sprechen können. Denn es gab mal einen Follower, der hatte oder die hatte unter dem Video geschrieben, dass es total schön wäre, wenn es nicht mal ein Kochbuch von uns geben würde. Das wurde jetzt vor kurzem gerade mal geschrieben. Und da kann man sagen, auch wenn wir ungern über Sachen sprechen, die noch nicht fertig sind, aber da sind wir schon seit längerem dran und Da wird es was geben da in der wird Zukunft. es was geben, wir müssen es nur langsam mal fertigstellen. Auf jeden Fall werden wir das hier auf YouTube
ankündigen und teilen, wenn es soweit ist. Also abonnieren den Richtig. Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Und zur Unterstützung natürlich auch das Video liken und ein Support-Herz unten in die Kommentare. Sehr gut. Ja, das war quasi die letzte Frage. Es ist Wahnsinn. Q&A macht irgendwie immer total Spaß. Es ist Wahnsinn, wie viele Fragen immer reinkommen. Es macht mich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Also es macht super viel Spaß, aber auch nervös, weil man weiß schon ungefähr, welche Fragen kommen und wir wissen ja auch ungefähr unsere Antworten, aber es ist trotzdem immer wieder spannend zu hören, was der andere zu den Themen zu sagen hat. Wie wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Ja, wir reden uns wirklich manchmal um Kopf und Kragen. Aber so ist es halt. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Fragen und wie Basti schon am Anfang gesagt hat, wenn noch Fragen offen geblieben sind, schaut in unseren anderen Q&As vorbei, dann wurden die da schon mal beantwortet oder schreibt sie nochmal unten in die Kommentare und wir beantworten das dann nochmal persönlich da. Ja. Ansonsten freuen wir uns über jegliches Feedback mal wieder. Packt es einfach in die Kommentare. Support-Hits und Emoji der Woche brauchen wir noch. Ein großes Fragezeichen. Ein großes Fragezeichen. Finde ich gut. Finde ich gut. Nehmen wir ein großes Fragezeichen. Wir hoffen, ihr habt nicht mehr ein ganz so großes Fragezeichen über euren Köpfen, sondern wir konnten vieles beantworten. Vielleicht habt ihr jetzt noch größere Fragezeichen. Wir haben eine Kategorie der Fragen, da gab es auch Fragen zu, die haben wir komplett ausgelassen. Und zwar sind das alle Fragen Island betreffend. Oh ja. Denn dazu müsst ihr natürlich die Island-Serie angucken, die ab nächster Woche beginnt. Ja. Da werden dann hoffentlich alle Fragen geklärt, wenn ihr es live seht. Naja, nicht live, aber wenn ihr es seht, wenn die Videos rauskommen. Ja, und parallel dazu werden wir natürlich auch in unserem Podcast drüber berichten. Ja. Also hört da auch mal rein. Ja, da wird es jetzt richtig viel geben. Wir sind so gespannt, es wird richtig Spaß machen. Ja. Wir haben unfassbar viel Material mitgebracht und ja, freuen uns schon, euch das alles zu präsentieren. Wir haben die Terabyte-Platten glühen auf jeden Fall, was Island betrifft. Das stimmt. So, damit war das Q&A Nummer 4, glaube ich. Ja. Hat Spaß gemacht. Danke, ihr Lieben. Ende. Jetzt mach aus den Bums da. Ich hoffe, das war was. Ich kann es nicht nochmal in Deutschland aufnehmen. Tschüss, Leute!